Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum HS Föhn. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein HS Föhn komische Geräusche macht, ist das oft ein Zeichen dafür, dass etwas im Inneren nicht stimmt. Diese Geräusche können durch lose Teile, einen defekten Motor oder sogar durch angesammelten Staub verursacht werden. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu ernsthaften Schäden führen, die eine teurere Reparatur notwendig machen. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange, einen kleinen Pinsel zur Reinigung und eventuell etwas Silikonfett für die beweglichen Teile. Zuerst solltest du sicherstellen, dass der Föhn vom Stromnetz getrennt ist. Öffne dann das Gehäuse vorsichtig mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Wenn du das Gehäuse öffnest, achte darauf, dass du die innere Verkabelung nicht beschädigst. Der häufige Übeltäter bei Geräuschen ist der Motor oder die Turbine. Du kannst ihn leicht finden, indem du nach dem Teil suchst, das sich dreht, wenn der Föhn eingeschaltet wird. Um den Motor zu extrahieren, musst du die Kabel vorsichtig abziehen. Achte darauf, dir die Position der Kabel zu merken, damit du sie später wieder richtig anschließen kannst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Wenn der Motor beschädigt ist, solltest du ihn durch einen neuen ersetzen. Achte darauf, die Schrauben mit der richtigen Kraft anzuziehen, um ein Überdrehen zu vermeiden. Nach dem Austausch des Motors reinige alle Teile gründlich mit dem Pinsel, um Staubansammlungen zu vermeiden. Schließe den Föhn wieder sicher an und teste, ob er normal funktioniert, bevor du das Gehäuse wieder schließt. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, solltest du deinen Föhn regelmäßig reinigen und darauf achten, dass er nicht überhitzt wird. Lagere ihn an einem trockenen Ort und verwende ihn nicht länger als nötig. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.